4 Inseln. 4 Teams. Ein Ziel. Überleben und die gegnerischen Teams besiegen. 4 verschiedene Teams werden versuchen, auf 4 verschiedenen Inseln zu überleben. Die Inseln könnten unterschiedlicher nicht sein. Wird das Dschungelteam mit den 5 einzelnen Inseln und den vielen Bäumen den Sieg davontragen? Oder wird die Waldinsel mit ihrer reichen Vegetation und den ganzen Tieren gewinnen? Holt am Ende das Wüstenteam mit ihrer kargen Wüsteninsel den Sieg? Oder wird doch das Schneeteam auf dem höchsten Schneeberg der Sieger sein? Jedes Team bekommt ein paar Anfangsressourcen zum Überleben. Außerdem hat jedes Team die Aufgabe, einen Raum für ein Leuchtfeuer zu bauen. Sollte das Leuchtfeuer dann von einem gegnerischen Team abgebaut werden, ist das Team, von dem das Leuchtfeuer abgebaut wurde, besiegt. Außerdem ist das ganze Event im Hardcore-Modus. Wer also besiegt wird, bleibt besiegt. Ihr wollt bei Season 2 dabei sein? Dann füllt die Bewerbung in der Videobeschreibung aus. Was glaubt ihr, welches Team wird den Sieg davontragen? Schreibt eure Vermutung gerne in die Kommentare. Viel Spaß mit Looktopia Season 1, die Schlacht der 4 Inseln. Die Bewohner der Wüste versammelten sich zu Beginn und wollten von Anfang an klären, wer denn der Anführer der Wüste sein würde. 3 der 8 Wüstenbewohner stellten sich zur Wahl und nun mussten sich alle für einen Anführer entscheiden. Diese Wahl nahm einen großen Teil des ersten Tages in Anspruch, wodurch viel Zeit verloren ging. Dadurch war aber in der Wüste klar, wer der Anführer sein würde und vor allem auch, wer welche Befehle geben würde. Was am Anfang an Zeit verloren ging, würde aber später mit taktischem Vorgehen wieder eingeholt werden. Nachdem Calypto zum Anführer und auch 2 Vertreter gewählt wurden, machten sich alle Bewohner der Wüste auf, um die Umgebung zu erkunden. Die anderen Teams hatten bereits Steinwerkzeuge, von daher musste sich die Wüste beeilen. Am auffälligsten war die große Pyramide in der Mitte der Wüste. Diese war die erste Priorität. Das Wüstenteam war anfangs sehr skeptisch, denn sie wussten nicht, wie sie hier in einer solchen harschen Umgebung ohne jegliche Nahrung und Werkzeuge überleben können würden. Ridley fand als erstes den Eingang zur Pyramide. In dieser war ein langer Gang, an welchem Ende sich eine große Überraschung befinden würde, die die Moral des Wüstenteams in alle Höhe schießen lassen würde. In der Grabkammer der Pyramide befanden sich 2 Sarkophage, die jeweils mit Gegenständen zum Überleben gefüllt waren. Somit gab es hier Erde, Setzlinge, ein paar Weizenkörner und vor allem auch Holz. Calypto wies an, dass man es unter allen Mitgliedern gleichmäßig aufteilen würde. Die Erde wurde von Anfang an verwendet, um damit Setzlinge anzupflanzen und um dadurch dann genügend Holz zu erhalten. Dadurch, dass das Wüstenteam sich am Anfang die Zeit nahm, um einen Anführer zu wählen, liefen jetzt viele Aktionen viel koordinierter ab. Somit wurde schnell eine erste Baumfarm errichtet und die beiden großen Berge in der Wüste erforscht. Diese Berge waren reich an Ressourcen. Neben Eisen durfte das Team aber auch nicht die Nahrungsversorgung vernachlässigen, denn sollten sie sich nicht bald um etwas Nahrung kümmern, würde selbst die stärkste Rüstung nichts bringen. Die Sonne ging langsam unter und alle Teammitglieder versammelten sich am Eingang der Pyramide. Es wurden Absprachen getroffen, was man am besten in der Nacht machen sollte. Da die Nahrung knapp war, musste man aufpassen, nicht von Monstern angegriffen zu werden. 6 der 8 Wüstenbewohner versammelten sich für die Nacht in einer Höhle und fingen an, dort nach Erzen zu graben. Ridley und Biggs waren währenddessen in der Pyramide gefangen. Ihr fragt euch wahrscheinlich, warum denn gefangen? Nun ja, sie konnten nicht einfach die Pyramide verlassen, denn draußen warteten Skelette auf sie und jeder Schuss könnte ein fataler Treffer sein. Das Dschungelteam startete auf einem Floß zwischen 5 verschiedenen Inseln. Die Inseln waren reich an Vegetation und hier und da gab es auch ein paar Wildtiere. Wenn sich das Team die Startressourcen gut einteilen würde, dann hätten sie auf lange Sicht keine Nahrungsprobleme. Beim Besteigen der Berge musste man aufpassen, denn diese waren sehr steil und dazu auch noch sehr hoch. Doch hier und da gab es ein paar alte Ruinen, die es zu entdecken galt. Anfangs war das Team etwas unorganisiert, da jeder erst einmal seinen eigenen Weg ging. Jeder versuchte, vorerst ein paar Ressourcen zu sammeln und diese dann zusammenzutragen. Holz war natürlich das geringste Problem, denn auf allen Inseln gab es hohe Dschungelbäume, die viel Holz gaben, wenn man sie gefällt hatte. Außerdem war es schnell möglich, Saatgut zu erhalten, da die Insel gefüllt mit Gräsern war. Daher fing man an, am Rande der Insel einige Felder zu bauen. Noch war das Team getrennt und jeder versuchte vorerst, sich um sich selbst zu kümmern. Das sollte sich aber schnell ändern, denn um einen gemeinsamen Sieg davon zu tragen, musste man auch gemeinsam arbeiten. Gestrandet an einer Insel aus Schnee und Eis startete das Schneeteam auf einem Boot. Die Insel bestand aus einem riesengroßen Berg, auf welchem sich oben auf der Spitze die ersten Hilfsmittel zum Überleben befanden. Das Team teilte sich schnell auf. Während der Großteil des Teams das Schiff untersuchte, rannten 2 Mitglieder den steinigen Weg nach oben. Vor ihnen lag ein langer Weg. Oben angekommen wartete bereits eine Hütte und ein paar verschneite Bäume. Jetzt hatte auch das Schneeteam eine Möglichkeit, an Nahrung und an Startressourcen zu kommen. Der Rest des Teams machte sich auch gleich auf den Weg zur Spitze des Berges. Alle entschieden sich gemeinsam, hier oben ihr Lager aufzuschlagen. Dadurch hatten sie natürlich einen Vorteil, da sie einen weiten Blick über die Insel hatten. Um koordinierter Dinge zu erledigen, entschied sich das Schneeteam, Timo zum Anführer zu wählen. Vor dem Einbruch der ersten Nacht wurde entschieden, wer sich um Ressourcen, um Nahrung und wer sich um den Ausbau des Lagers kümmern sollte.
Das Waldteam hatte die besten Startvoraussetzungen von allen 4 Teams, denn auf der Insel befand sich ein großer Wald, viele Tiere, die als Nahrungsquelle genutzt werden konnten und ein großes Höhlensystem. Wie auch alle anderen Teams fing das Waldteam damit an, die Gegend zu erforschen. Es wurden erste Tiere gefangen und auch schon das erste Feld angelegt. Das Wüstenteam hat die erste Nacht überlebt und musste sich nun um das Hauptproblem kümmern. Es gab so gut wie keine Nahrung. Daher versammelten sich alle Mitglieder des Teams und wollten auf Nahrungssuche gehen. Zu ihrem Glück gab es ein paar Wüstenhasen, die sich in der Nähe der Pyramide verlaufen hatten. Jetzt hieß es, diese zu jagen, was leichter gesagt war als getan, denn sie waren flink und man musste versuchen, sie im richtigen Moment zu erwischen. Wir haben eines der schlimmsten Biome erwischt, Kann ja. ich Essen haben? Das ist nicht so ein schlimmes Biom, man muss halt nur damit umgehen können. Es wurden erste Felder angelegt. Bevor hier aber etwas Ordentliches wachsen können würde, bräuchte man noch etwas Wasser. Dafür musste man in die Mine gehen, denn ohne einen Eimer war es schwierig, Wasser transportieren zu können. Das Wüstenteam fing an, in einem der Berge nach Ressourcen zu graben. Natürlich gab es neben Eisen auch das Ziel, Diamanten zu finden, denn früher oder später würde es einen Kampf mit den anderen Teams geben. Auf der Spitze eines der großen Berge baute jemand auch eine kleine Hütte aus Stein. Sollte diese ein Rückzugsort für das Team werden oder wollte hier jemand nur den Ausblick genießen? Kaum war die Nacht herangebrochen, gab es auch schon den ersten Angriff einiger Monster. Dieses Mal wollte sich das Team gegen diese Monster verteidigen und nicht die Nacht in einer Höhle verbringen. Das Dschungelteam musste sich am Morgen vom nächsten Tag erst einmal um ein paar Creeper kümmern. Das war wirklich riskant, denn schließlich war diese Welt eine Hardcore-Welt. Das bedeutete, wenn man einmal sterben würde, dann würde es keine Möglichkeit mehr geben, das Team zu unterstützen. Jedes Mitglied des Teams baute sich ein eigenes kleines Lager. Es war wirklich interessant zu sehen, wie unterschiedlich alle Teams arbeiteten. Manche Teams hatten einen, andere Teams 3 und ein Team hatte auch gar keinen Anführer. Das Dschungelteam war das erste, welches ein Teammitglied zum Erforschen losschickte. Die Inseln der anderen Teams waren nicht weit entfernt und es könnte ja nicht schaden nachzuschauen, wie weit die anderen Teams schon sein würden, denn schließlich würde man früher oder später gegeneinander kämpfen. Der Vorteil an der Bewegung im Wasser war, dass man viel einfacher Ressourcen fand, denn man konnte einfach durch das Wasser hindurchschauen. Dadurch kam das Dschungelteam einfach an das erste Eisen, ohne dabei tief in den Höhlen graben zu müssen. Vielleicht war das ja auch der Grund, warum sie Minimi später zu ihrem König auserwählten. Kaum ging die Sonne unter, machten sich 2 Mitglieder des Dschungelteams auf den Weg, das Gebiet noch etwas weiter zu erkunden. Hier und da gab es ein paar Höhlengänge und sie hatten das Ziel, genau auszukundschaften, welche der 4 Inseln am sichersten sein würde. Währenddessen entschied sich Ketz, den sicheren Weg zu wählen. Er baute unter seinem Haus einen kleinen Minenschacht und suchte dort weiter nach Ressourcen. Somit war er vor den Angriffen der Monster der Nacht geschützt und konnte in Ruhe weitergraben. Genau wie die anderen Teams musste sich auch das Schneeteam um eine regelmäßige Nahrungsquelle kümmern. Das Feld an der kleinen Hütte reichte nicht aus, um damit das ganze Team versorgen zu können. Von daher entschied sich das Schneeteam, auf eine ganz andere Nahrungsquelle zu setzen. Sie crafteten sich aus ein paar Sticks und ein paar Strings eine Angel und versuchten, in einem kleinen Teich ein paar Fische zu angeln. Dadurch waren sie in der Lage, das ganze Team zu versorgen und würden eventuell auch ein paar wertvolle Gegenstände erlangen. 2 andere Teammitglieder gingen währenddessen in die Mine und suchten nach Eisen und Kohle, denn schließlich mussten sie den Fisch, den sie angeln würden, auch irgendwie braten müssen. Und da das Holz zur Zeit noch viel zu wertvoll war, war die Kohle bei weitem besser geeignet. Auf dem Gipfel des Schneeberges wuchs der erste Baum, der so unglaublich groß war, dass das Team erstmal genug Holz für die nächsten Tage haben würde. Da alle Teams wussten, dass sie ein Gebäude für das Leuchtfeuer bauen mussten, fing Team Schnee schon am Ende des 2. Tages damit an. Auch Team Wald entschied sich, ein riesiges Weizenfeld am Rande der Insel zu bauen. Dadurch würden sie die Zeit sparen, Eisen für Eimer besorgen zu müssen. Außerdem gäbe es durch die Größe des Felds auch genug Nahrung für alle Teammitglieder. Während sich Cat Gwyn um das Feld kümmerte, besorgte Lejoterra HD etwas Holz, um damit die ersten Häuser bauen zu können. Das Waldteam entschied sich für eine ziemlich riskante Aktion. Sie wollten ihr Lager weit oben im Himmel haben und bauten daher einen Weg aus Erde, der in Richtung Himmel führte. Ein falscher Schritt würde genügen, um nach unten zu fallen. Aber andererseits wären sie dadurch in der Lage, sich besser verteidigen zu können, denn sie würden, ähnlich wie beim Schneeteam, immer sehen, wenn es einige Angreifer geben würde. Keiner braucht. Nein, Okay, wir dead, es tut mir Alle leid. Wo bist du? Am Morgen von Tag 3 hatte Not Herobrine die Idee, die Wüstenhasen in ein Loch zu locken und diese dann mit Karotten zu vermehren. Würde das als Nahrungsquelle ausreichen? Karotten hatten sie ja bereits von den Zombies und wenn diese dann noch richtig wachsen würden, hätten sie genug Nahrung, um damit die Hasen vermehren zu können. Langsam aber sicher fingen alle Pflanzen an, richtig zu wachsen. Somit hatte nun auch das Wüstenteam genügend Holz, um endlich auch das Eisen richtig verwenden zu können. Da langsam die Zeit der Leuchtfeuer kommen würde, entschied sich auch das Wüstenteam dafür, langsam aber sicher mit dem Bau der Leuchtfeuerkammer zu starten. Sie wussten, dass das Team mit der besten Kammer einen Preis erhalten würde. Und da die Ressourcen in der Wüste sehr knapp waren, wollten sie sich besonders viel Mühe mit der Kammer geben, damit sie dadurch eine Belohnung erhalten würden. Diese Nacht gab es den Angriff der Phantome. Diese Ratten der Lüfte griffen das Wüstenteam an. Wenn man hier nicht aufpassen würde, dann würden diese Monster schnell dafür sorgen, dass man sein ganzes Leben verlieren würde. Von daher war es wichtig, sich gemeinsam gegen diese Dinger zu verteidigen. Genau wie das Wüstenteam fing auch das Dschungelteam an, den Raum für das Leuchtfeuer zu bauen. Auch das Dschungelteam wollte den Raum unterirdisch bauen, da das Leuchtfeuer um jeden Preis geschützt werden musste.
Neben dem Leuchtfeuerraum wollte das Team auch noch eine kleine Festung auf dem Wasser errichten, damit sie einen zentralen Punkt zum Versammeln haben würden. Der Bau wurde aber in der Nacht von Angriffen der Phantome unterbrochen. Der beste Schutz auf diesen offenen Flächen war es, sich vorerst in der Erde zu verschanzen und zu versuchen, von dort aus die Phantome zu treffen. Am Tag würden die Phantome durch das Sonnenlicht verbrennen, aber bei Nacht stellten sie eine wirklich große Bedrohung dar. Während die eine Hälfte des Teams sich draußen um die Phantome kümmerte, baute die andere Hälfte am Raum für das Leuchtfeuer weiter. Hatte ich schon erwähnt, dass wenn einmal das Leuchtfeuer platziert wurde, es nicht wieder woanders hingesetzt werden durfte, außer natürlich, es wurde von einem anderen Team abgebaut. Das Schneeteam war sich nicht sicher, ob sie alles vom Schiff, auf dem sie zur Insel gekommen waren, gelootet hatten. Daher entschied sich The Neopixel dafür, noch einmal nachzuschauen. Die Truhe war zwar schon leer, aber immerhin konnte man noch das Holz benutzen, aus dem das Schiff gebaut worden war. Vielleicht würde man dadurch den Raum für das Leuchtfeuer bauen können. Der Nachteil an diesem großen Berg war es, dass es immer eine lange Zeit dauern würde, bis man nach unten und dann wieder nach oben geklettert war. Von daher musste man sich jeden Weg nach unten genauestens überlegen. Timo kümmerte sich weiterhin um die Nahrung seines Teams, während der Rest wieder in den Minen war, um nach Diamanten zu suchen. Sie planten bereits den ersten Angriff und wollten dafür bestmöglich ausgestattet sein. Außerdem fingen sie an, das Gebiet auf dem Berg einzuebnen. Dadurch würden sie viel Platz zum Bauen haben und sollte jemand angreifen, hätten sie auch Platz zum Kämpfen. Wie auch die anderen Teams fingen sie an, einen Raum für das Leuchtfeuer zu bauen. In der Nacht versuchten einige Mitglieder Monster zu jagen, damit sie dadurch Erfahrungspunkte zum Verzaubern einiger Gegenstände erhalten würden. Team Schnee bereitete sich immer weiter auf einen Angriff vor. Team Wald wollte auch mit dem Bau eines Leuchtfeuerraums anfangen. Der Vorteil an der Waldinsel war, dass die Küste relativ ebenerdig war, wodurch man von Anfang an viel Platz zum Bauen hatte. Natürlich war es dadurch aber auch ein Nachteil, denn sollten gegnerische Teams vom Meer kommen, würden sie sofort alle Gebäude sehen. Der Leuchtfeuerraum vom Wüstenteam nahm langsam aber sicher Form an. Odins Insel erklärte sich dafür bereit, sich um den Bau des Leuchtfeuerraumes zu kümmern. Das Wüstenteam hatte zwar immer noch starke Nahrungsknappheit, konnte sich aber mit Hilfe der Wüstenhasen und des kleinen Feldes etwas Nahrung beschaffen. Da am nächsten Morgen die Leuchtfeuer begutachtet wurden, erhoffte sich das Team dadurch die nötige Unterstützung. Beim Sonnenaufgang vom letzten Tag vor der Leuchtfeuerbegutachtung versuchten viele Teammitglieder vom Dschungelteam am Raum für das Leuchtfeuer mitzubauen. Sie hatten sogar einen kleinen Hafen gebaut, damit jeder mit dem Boot am Steg einfach anlegen können würde. Der Raum für das Leuchtfeuer sollte im Dschungelstil gehalten werden, was natürlich Bonuspunkte bei der Bewertung bringen würde. Noch hatten sie Zeit, Dekorationen zu verwenden. Das Schneeteam legte mehr Wert auf die Ausrüstung. Daher wollte Timo aus den Höhlen etwas Obsidian beschaffen, um daraus einen Verzauberungstisch herstellen zu können. Mit diesem könnte man dann seine Waffen verbessern und hätte bei einem Überraschungsangriff einen großen Vorteil. Die Bauarbeiten am Haus für das Leuchtfeuer wurden von Angriffen der Phantome immer wieder unterbrochen. Würde das Team noch rechtzeitig fertig werden oder würden die Phantome dafür sorgen, dass es unfertig stehen bleiben würde? Leider hatten sich 3 Spieler vom Waldteam disqualifiziert, weil sie sich nicht an den vorgeschriebenen Regeln gehalten hatten. Dadurch war LeJoterra HD alleine und musste versuchen, den Raum für das Leuchtfeuer fertig zu bauen. Also. Oh, heiliger Luke, kommen Sie rein. Kommt denn jetzt alles rein, Alter? Das hier ist unser Eigenheim. Ja, wenn ihr ihm den Weg versperrt, kann er auch nicht reinkommen, ne? Leute, könnt ihr alle kurz auf die Seite. Der Hochranger ist da. Boah, alle sind da. So, kommen Sie rein. Alle kommen sie. Alle sind da. So, Yay. meine Götter, kommen Sie rein. Das hier ist unser bescheidenes Heim. Das Wüstenteam präsentierte uns ihren Leuchtfeuerraum. An allen 4 Seiten gab es Türen, von welcher aber nur wirklich eine in eine Richtung führte. Hinter den anderen waren einfach nur Wände. Sie hatten sich entschieden, den Leuchtfeuerraum in einen der Berge zu bauen, da dieser Leuchtfeuerraum wahrscheinlich lange Zeit von den Gegnern verborgen bleiben würde. Von daher wurde die Regel aufgestellt, sollten es nur noch 2 Teams geben, dann würden die Koordinaten der Leuchtfeuer öffentlich gemacht werden. Das Podest für den Beacon. Am besten Ja, hierhin. in der Mitte. Nicht schlecht. Dann zeigt uns mal, wo müssen wir denn genau hingehen? Hier in die Höhle? Okay, dann Leute, kommt mal mit. Dann hier, erstmal hier rein. Ist ja wirklich Luke. Hallo. Dann gibt's hier den Weg nach unten. Hier ist wirklich Luke. Hier gibt's ein paar Gänge. Hier. Also wir haben es euch jetzt hier beschriftet, weil wir nicht wussten, ob ihr herkommt. Dann müsst ihr hier hoch. Und dann sneaken. Um dann in den Wickenraum hier zu kommen. Ich bin gerade einfach zu blöd, hier hochzukommen. Da. Ja, genau da, wo das Schild ist. Okay, danke. Es ist nicht Also ich so war eigentlich die schön meiste geworden, Zeit in der wie Mine und hab gemeint, es ist aber nicht, Wir es ist halt nicht noch so nicht schön fertig geworden, geworden. wie wir gedacht Theos haben. war halt die ganze Zeit am Essen. Digga, was Ja, ist Eigentlich ihr sollte fühlt der schon, Beacon hier Entschuldigung. reinkommen. Ey, ich hab aber das, ja, mein Team wollte was bauen, aber Das Leuchtfeuer muss leider irgendwo platziert werden. Ich würde sagen, vielleicht, damit es ein bisschen sicher ist, hier drin, oder? Was hältst du davon? Ja, würde ich sagen, ja, nehmen wir.
Da nun alle Leuchtfeuer platziert wurden, bereiteten sich alle Nationen auf den großen Kampf vor. Das Wüstenteam hatte die Idee, mit dem Dschungelteam eine Allianz zu schließen, da sie wussten, dass sich im Schneeteam sehr starke Kämpfer befinden würden. Daher schickten sie Blagot los, der mit dem Anführer des Dschungelteams verhandeln sollte. Auf der ersten Dschungelinsel gab es die erste Interaktion zwischen dem Wüsten- und dem Dschungelteam. Blagot brachte ein paar Geschenke mit, um die Bewohner der Dschungelinsel milde zu stimmen und zu zeigen, dass er mit freundlichen Absicht zu ihnen gekommen war. Langsam aber sicher trafen alle Mitglieder des Dschungelteams ein. Wollen wir ein Team machen und zusammen gegen Eis gehen? Ja. Vor Plains müssen wir keine Angst haben. Und dann zusammen gegen Eis. Mitten in den Verhandlungen wurde Alarm geschlagen, denn Timo aus dem Schneeteam hatte bereits den Dschungel angegriffen und Peak Dragon eliminiert. Jetzt begann die Jagd auf Timo, denn er war allein unterwegs und konnte nicht gegen das ganze Dschungelteam auf einmal kämpfen. Da es Nacht war, konnte er sich geschickt mit einem Boot wieder davonstehlen. Da die Wüste wusste, dass die ersten Angriffe auf die Inseln stattgefunden hatte, bereiteten auch sie sich auf den Kampf vor. Ridley verbrachte die meiste Zeit in der Mine, um für seine Teammitglieder genügend Diamanten zu farmen. Währenddessen wurde das Wüstenteam in der Nacht an der Oberfläche von den Ratten der Lüfte heimgesucht. Die Phantome wurden immer mehr und langsam musste man sich einen Weg überlegen, sie alle wieder loszuwerden. Das würde bedeuten, dass nur ein Angriff auf das gegnerische Team bei Tag sinnvoll wäre. Das Schneeteam war schon dabei, das nächste Team anzugreifen. Lejoterra HD und King Razair lieferten sich einen starken Kampf gegen Timo und Neopixel. Das Glück vom Waldteam war, dass das Schneeteam nicht wusste, wo das Waldteam ihr Leuchtfeuer platziert hatte. Das Schneeteam hatte nur wenig Nahrung bei sich, deshalb mussten sie wieder die Flucht ergreifen. Beide stiegen in ihr Boot und wollten sich schnell wieder zurückziehen. Jedoch traf Lejoterra HD Timos Boot mit einem Pfeil, wodurch Timo zurückfiel. Sollte er zurückfahren und weiterkämpfen? Das wäre taktisch unklug gewesen und er entschied sich zu versuchen, wieder in Richtung Schneeinsel zu fliehen. Mit aufgestockten Vorräten waren die Kämpfer des Schneeteams bereit, einen weiteren Angriff zu wagen. Das Waldteam hatte nur noch sehr wenig Mitglieder, was es erleichtern würde, es zu besiegen. Außerdem gab es dort genügend Nahrung, um das ganze Schneeteam versorgen zu können. Timo und der Neopixel riskierten alles und wagten einen erneuten Angriff. Da King Razair AFK war, konnten beide mit dem vorletzten Teammitglied vom Waldteam kurz einen Prozess machen und ihn schnell besiegen. Jetzt war nur noch Lejoterra HD übrig und da es ein 2 gegen 1 Kampf war, hatte er wenig Hoffnung zu gewinnen. Timo und der Neopixel überrannten ihn und somit war das erste Team eliminiert. Mit der ganzen Nahrung, die hier auf der Waldinsel war, kehrten Timo und der Neopixel zurück zur Schneeinsel und ließen sich von ihrem Team feiern. Während das Schneeteam gegen die Waldinsel Krieg führte, zogen einige Mitglieder des Wüstenteams in Richtung Dschungel, um dort weitere Absprachen für die Allianz zu treffen. Die Wüsten-Dschungel-Allianz wollte einen gemeinsamen Angriff gegen den Schneeberg wagen. Sie hofften, dass wenn sie zahlmäßig überlegen sein würden, das Schneeteam einfach überrennen können würden. Tatsächlich waren sie gemeinsam auch sehr viele Kämpfer, die bereit waren, für die Allianz ihr Leben zu lassen. Da aber wie jede Nacht die Phantome am Himmel waren, suchten sie sich einen Ort, in dem sie in Sicherheit alles weitere bereden können würden. Minime, der Anführer des Dschungelteams, bot an, in der schwimmenden Festung die Unterhaltung weiter fortzuführen. Er war der einzige vom Dschungelteam, der bei der Besprechung dabei sein würde. Damit wollte er der Wüste beweisen, dass er ihnen vertrauen würde, denn schließlich könnte das Wüstenteam ihn hier und jetzt auf der Stelle besiegen. Aber daran hatte die Wüste kein Interesse, denn jetzt bräuchten sie noch Verbündete im Kampf gegen das Schneeteam. In der schwimmenden Festung gab Minime dem Anführer und dem Stellvertreter der Wüste die Möglichkeit, ihre Waffen zu verbessern. Damit wurde nun endgültig die Allianz der beiden Nationen besiegelt. Dennoch wollten einige Mitglieder in der Wüste zurückbleiben, denn am Ende wusste man immer noch nicht, ob man der Allianz wirklich vertrauen könnte. Denn schließlich konnte es am Ende nur ein Gewinnerteam geben. Es erfolgte der erste große Angriff auf die Schneeinsel. Necrospice, King Melon und Cats waren bereit, einen Überraschungsangriff zu wagen. Timo, The Neopixel und Sticky Lamb wussten aber bereits vom Angriff und warteten am Ufer auf die Angreifer. Die 3 Dschungelmitglieder hatten es aber nur auf eine besondere Person abgesehen. Die Person, die den Krieg entscheiden würde, Timo. Da Timo von den anderen beiden zu weit entfernt war, musste er kurzerhand die Flucht ergreifen. Er nutzte sein Boot, um damit etwas Distanz zwischen ihm und den Angreifern zu bekommen. Die Angreifer waren weiterhin an seinen Fersen und kümmerten sich nicht um die anderen beiden Mitglieder vom Schneeteam. Sie hatten wirklich nur das eine Ziel. Es funktionierte so, wie sie sich es vorgestellt hatten. Timo sollte von der Schneeinsel weggelockt werden, damit die Allianz auf den Schneeberg klettern können würde. Das Schneeteam hatte jetzt nicht mehr ihre stärksten Kämpfer vor Ort und das sah die Allianz als ihren großen Vorteil an. Wenn sie jetzt zusammenarbeiten würden, dann könnten sie das Schneeteam überrennen. Sie müssten so schnell wie möglich den Beacon ausschalten. Rennt weg, ich und noch irgendwer anderes sind gerade hier dabei. Und Ich auch. Hier ist die Base. Leute, wir sind bei der Base. Leute, kommt alle hoch, kommt alle hoch, kommt alle hoch. Von oben fast. 4 Mitglieder der Allianz hatten es geschafft, auf die Spitze des Schneeberges zu gelangen. Das Lager des Schneeteams wurde gerade nur von Theodor und Left 4 Dead beschützt. Die Allianz hatte hier die Überzahl und musste so schnell wie möglich das Leuchtfeuer finden, um damit das Schneeteam endgültig zu besiegen. Der Vorteil vom Schneeteam war, dass die Allianz nicht wusste, wo sich das Leuchtfeuer befinden würde. Das Schneeteam hatte außerdem aber schon für diesen Fall Vorbereitungen getroffen. Sie haben das Leuchtfeuer des Waldteams einfach in der Nähe ihres Leuchtfeuers als Ablenkung platziert und tatsächlich hat es auch genauso funktioniert, wie sie es erwartet haben. Ich hab den Beacon, ich hab den Beacon, ich hab den Beacon.
Leute, ich hab ihn. Die Allianz war verwundert, als sie bemerkten, dass das Schneeteam immer noch am Leben war. Irgendetwas stimmte nicht und langsam aber sicher wurde ihnen klar, dass es nicht das richtige Leuchtfeuer war, das sie abgebaut hatten. Um in Ruhe nach dem anderen Leuchtfeuer suchen zu können, wollten sie die beiden Mitglieder vom Schneeteam im Lager besiegen. Aber es war bereits zu spät, denn die Schneekrieger, die vorher abgelenkt wurden, kamen zurück und waren bereit zu kämpfen. Ich glaube, er ist low. Leute, ich hab den wahren Beacon gefunden. Der ist auch noch da drin. Bau ihn ab. Nein, ich kann nicht. Wer ist Jag ihn. Das wahre Leuchtfeuer wurde gefunden, aber durch die Hektik und die Angst vor den Schneekämpfern wurde nicht klar gesagt, wo sich dieses Leuchtfeuer befinden würde. Somit nutzte das Schneeteam die Gelegenheit, um sich nach und nach um alle Angreifer der Allianz zu kümmern. Die einzige Person, die wusste, wo sich genau das Leuchtfeuer befand, wurde besiegt. Minimi hatte dadurch keine Möglichkeit mehr, der Allianz zu sagen, wo sich das Leuchtfeuer befinden würde. Das bedeutete, dass die Allianz wieder von vorne suchen musste. Jetzt begann die große Jagd. Die Angreifer der Allianz waren verunsichert und unkoordiniert, da einer der Anführer besiegt wurde. Sie wollten sich zurückziehen, um neue Kräfte zu sammeln und um einen neuen Angriff zu planen. Aber diesen Moment der Unsicherheit nutzten die Krieger des Schneeteams aus und besiegten viele Mitglieder der Allianz. Der Angriff brachte viele Opfer und die Trauer in der Allianz war groß. Aber es war noch nicht vorbei. Die Überlebenden schworen Rache und wollten das beenden, was die ersten Angreifer angefangen haben. Das Schneeteam wusste, dass ein nächster Angriff bevorstehen würde. Daher bauten sie eine Mauer am Rande des Gipfels des Schneeberges und hielten Ausschau nach möglichen Angreifern. Auf beiden Seiten herrschte größte Anspannung, denn der nächste Kampf würde alles entscheiden. Da die beiden Initiatoren der Allianz besiegt wurden, gab es keine richtige Absprache mehr zwischen den Kämpfern der Allianz. Von daher griff jedes Team für sich an. Die Kämpfer des Dschungels starteten bereits einen Angriff. Die Wüste wusste aber auch, dass auch sie sich jetzt auf eine letzte große Schlacht vorbereiten mussten. Sie nahmen die restliche Nahrung mit und gaben ihren Teammitgliedern Ausrüstung, damit sie alle für einen Angriff gewappnet sein würden. Jetzt konnte das Schneeteam den Vorteil des hohen Berges voll und ganz ausnutzen. Die Angreifer des Dschungelteams hatten es kaum eine Chance, an die Spitze zu gelangen, denn von oben schossen die Schneekrieger immer wieder mit Pfeilen nach unten. Das Wüstenteam war aber bereit, den Dschungel zu unterstützen. Noch war die Allianz nicht aufgelöst. Das Ziel der beiden Teams war immer noch dasselbe: die Eliminierung vom Schneeteam. Das war der letzte große Angriff der Allianz. Es gab keinen Weg mehr zurück. Nur 2 Ausgänge waren jetzt noch möglich: das Abbauen des Leuchtfeuers vom Schneeteam und damit die Eliminierung des Schneeteams oder die komplette Vernichtung der Allianz. Liefen die Krieger zu ihrem Untergang oder würden sie den Sieg über das Schneeteam davontragen? Und wie würde es danach weitergehen? Beide Teams der Allianz wussten, dass es für jeden der Weg in den Untergang sein könnte. Die Allianz nutzte den Vorteil der Nacht. Es flogen Phantome am Himmel und einige Wachen des Schneeteams waren dadurch abgelenkt. Das erste Mitglied vom Schneeteam konnte dadurch eliminiert werden. Aber trotzdem hatten sie immer noch Sorge vor den Kampfkünsten von Timo und The Neopixel. Jetzt war langsames, ungeplantes Vorgehen ratsam. Die Allianz wusste, dass sich das Leuchtfeuer in dem großen Haupthaus befinden musste, denn die restlichen 3 Schneeteam-Mitglieder rannten sofort in dieses Haus. Und so war es dann tatsächlich auch. King Melon konnte einen Blick in das Haus erhaschen und sah, wie bereits die 3 letzten Schneekrieger in Verteidigungspositionen vor dem Podest standen. Ein direkter Angriff war nicht möglich. Von daher versuchten sie, die 3 Krieger irgendwie nach draußen zu locken. Sie zündeten die Holzpfeiler des Hauses an. Das Glück vom Schneeteam war es, dass das restliche Haus aus Stein gebaut war, wodurch sich das Feuer nicht richtig verbreiten konnte. Die Allianz umkreiste das Haus und überlegte sich, wie sie an das Leuchtfeuer kommen könnten. Das Schneeteam harrte währenddessen im Inneren aus. Der Nachteil war, dass sie nicht sehen konnten, was draußen vor sich ging. Sie hörten nur die Schritte und Sprünge vor den Türen der Festung. Auf einmal konnten sie auch hören, wie Blöcke platziert wurden. Das konnte nur eins bedeuten: die Allianz baute sich einen Weg, um auf das Dach zu gelangen. Das Schneeteam ging in die Offensive. Sie wollten so schnell es ging die Allianz zerschlagen. Sie analysierten genau, wer bei dem Angriff dabei war und waren sich fast sicher, dass sich fast alle Teammitglieder der Allianz nicht mehr in der Nähe der Festung befanden. King Melon nutzte aber die Gelegenheit aus, um das Leuchtfeuer endgültig abzubauen und damit das Schneeteam zu besiegen. Das war der Moment, an dem sich die Allianz auflöste. Das Wüstenteam nutzte die Gelegenheit sofort aus und machte sich auf die Suche nach dem Dschungelleuchtfeuer. Da es nur noch 2 Teams waren, wurden die Koordinaten beider Leuchtfeuer öffentlich gemacht. Das Wüstenteam hatte den Vorteil, dass sich bereits einige Mitglieder in der Nähe des Dschungels befanden. Bix und Odins Insel fanden schnell den Hafen vom Leuchtfeuerraum und suchten so schnell sie konnten nach dem richtigen Ort für das Leuchtfeuer. Sollten sie es schaffen, das Leuchtfeuer abzubauen, hätten sie gewonnen. Odins Insel suchte den Ort mit den genauen Leuchtfeuerkoordinaten und fing an, sich nach unten zu graben. Ja, wir müssen jetzt aufpassen. Ich hab ihn! Ich hab den Beacon! Ich hab ihn! Somit stand der Sieger fest. Das Wüstenteam hatte es geschafft, das letzte Leuchtfeuer abzubauen. Sie mussten zwar viele Verluste einstecken, aber am Ende standen sie stolz als Gewinner vor dem Eingang des Dschungeltempels. An dieser Stelle möchte ich mich bei allen Beteiligten für das gute Zusammenspiel bedanken. Vor allem gilt mein Dank aber auch den Mods, denn ohne sie wäre das Event gar nicht möglich gewesen. Du möchtest bei der nächsten Looktopia Season dabei sein? Dann fülle einfach die Bewerbung in der Beschreibung aus und mit etwas Glück bist du bei der nächsten Season von Looktopia dabei.